Stimmung. Stimmt was? Und damit habe ich auch hoffentlich dich in Stimmung gebracht zu unseren Impressionen der Border War 2020. Die wohl beste Border War, auf der ich jemals gewesen bin. Der war durchgehend von Hochs erfüllt. Riecht ihr das auch? Nein, wir riechen das nicht. Jetzt begrüßen wir mal die Truppe. Morgen alle miteinander. Guten Morgen, Kommandant, Stellvertreter. Diese Szene war nicht gefaked. Jetzt gibt es einmal den morgendlichen Eiskaffee, den ich gerne in Ruhe genieße. Wenn man mich dabei allerdings belästigt, dann kann ich schon ein bisschen rabiat werden und es gibt den einen oder anderen Bitch-Slap. Der herausgefordert. Währenddessen trainiert die Truppe bereits fleißig und wärmt sich auf, damit wir Verletzungen vermeiden. 402. Ja, da, 21,5. Bringt einmal ein Backel Munition. Mein Großgepäck gerade nicht im Gepäck drin. Das Mindestgewicht unserer Truppe im Großgepäck sind 20 Kilogramm. Wie habe ich gestern schon so viel hergegeben? Just do it! Wenn man aus dem Zelt ausziehen kann, ich nicht mit dem MG reinhatzen, dann muss ich schon mit der Pistole reinschießen. Ich bin ja kein Unmensch. Da waren ja an Unmenschen, denken, muss ich immer an die denken. Weißt du, wieso? Oh, der Müll ist so schlecht, ich glaube, ich sperre noch. Oder geh gleich bei uns vorbei. Bitte sperrt mir ins Fahrzeug. Es ist jetzt wahrscheinlich genauso wie letztes Jahr. Wir machen jetzt voll den Stress, dass wir umpacken und dann. Das ist Milsheim, du warst nie beim Bundesheer, gell? Ja, da kannst du die Kamera eigentlich währenddessen filmen lassen, wenn wir da voll. Aber es ist gerade einmal 10. Achso. Ey Burschen, macht ja keinen Stress. Diese Wichser. Trinkt einmal. Nehmt euch genug zu trinken mit. Was mit 12 Uhr Spielstart, Alter. Alter? Und zum Bullshit. Essen. Wir machen nicht genug Pausen. Ja, was jetzt? Nein, irgendwie schaut es im Spiel aus, wie das nicht grün wird. Nein, bis Sekunden. 5 Minuten. Ah, ich glaube, das mit dem Grün erledigt sich mit der Zeit schon selber. Wir waren da dabei, wo der Peter immer drin ist. Wir müssen einfach nur. Ihr seid immer noch nicht fertig, ich glaube, ich spiele. Der Kommandant unserer Gruppe ist dieses Mal der Hightech und das ist unser Stressmaker. Das heißt, jetzt wird er mal aufgeredet. Er will nicht scheinbar Beim Essen dabei, da unten, damit das Essen ausputzen kann. Wir sind bei der Border War auf einem Milsim-Event. Das heißt, es gibt immer einen Mordstress beim Packen und wenn man dann alles gepackt hat, dann kann man darauf warten, dass es weitergeht. das irgendeinen speziellen Hintergrund. Hier muss man sagen, dass es nicht sehr lange gedauert hat, das Warten. Wir haben sehr rasch unsere Fahrzeuge zur Verlegung zur Verfügung gestellt bekommen. Da wir die nächsten 50 Stunden das HQ nicht mehr aufsuchen werden, sind wir auch gut bepackt und müssen uns auf 2 Fahrzeuge aufteilen. Rucksack rein. Ja, der schaut sicher mega geil aus. Ich fühle mich auch mega gut. Das MG. Das ist der MG. Oh shit. Noch 10 Meter hat es noch. Also ich finde das Event ist schon mal ziemlich gut. Ja. Es hat schon meinen ganzen Spaßfaktor vom letzten Mal erreicht. Das kann nicht besser werden. Das wollte ich nicht sagen wegen der Kamera. Ich wollte nämlich sagen, das ist viel besser. Jetzt schneidet man von der Außerbertel. Wie schwer sind unsere Rucksäcke? 20 bis 25 Kilogramm. Also Bani, schönen Gruß, wir kommen jetzt. Wir kommen die holen! Wir kommen die holen. Sowas können wir öfter machen. Schnell drauf. Wir sind natürlich sehr dankbar dafür, dass sich die Fahrzeugeigentümer so in das Milsim-Geschehen hineinsteigern und auch Truppenteile wie uns transportieren. Thanks for the transport. You have extra work. Vielen Dank, Anna, der das bemerkt. Als Special Operations Group ist es unsere Aufgabe, die Guerillas bereits bei Ausrücken aus ihrem HQ immer wieder zu stören, sodass sie nicht mit voller Kampfstärke auf die Taskforce treffen. Zahlenmäßig, wenn wir auf den Gegner treffen in der Region, in der wir uns befinden, sind wir dem Gegner immer unterlegen. Wer das Video zu unserem diesjährigen Border War Training gesehen hat, der versteht nun, warum bei uns sehr häufig das Absetzen ein Teil des Trainings ist. Wir begeben uns nun mit der gesamten Special Operations Group zu unserem Rucksackversteck. Dieses dient uns dann vor Ort auch als Respawn.
Wir haben in diesem Jahr eine Kampfstärke von 6 Personen. Der Wuchti, der Schöni, der Hightech, der Thün und der Wuschel. Und ich als Combat Cameraman. Das ist extrem anstrengend. Natürlich macht das auch Spaß. Das sind unsere 2 Schweizer Kollegen, die wir in unsere Gruppe hinzubekommen haben. Auch mit modernsten GPS-Geräten ist es im Wald nicht immer einfach zu navigieren. Ein Punkt, den man hier unbedingt beachten muss, ist, dass nach jedem Einschalten des GPS der Kompass neu kalibriert gehört. In unserem Fall hat es allerdings dieses Mal gepasst und wir nähern uns weiter unserem Rucksack versteckt. Die schwierigsten Meter sind immer irgendwie die ersten mit der gesamten Ausrüstung. Danach läuft sich das Ganze irgendwie ein und man kann immer weitergehen. Rucksäcke ablegen. So, let's take off your pants and jackets. Pants. You can leave your pants on. Normalerweise ist er freizügiger. Ich packe mein Kleingepäck immer direkt oben in das Großgepäck hinein. So kann ich es ganz einfach rausziehen, wenn ich es dann brauche. Reduce weight by 50%. Jetzt dürft ihr euch das in meinem wortkargen Englisch reinziehen. It's now 11:30. We delayed to our forward base for the Special Operation Group. Let's check out this here. Hier unsere beiden Schweizer Kameraden. Der Thün, Satellite. Wie sagt man Satelliten auf Wuschel. Satellite Surveillance. Hightech, Wuchti und Schöni. Der zweite Teil der SOG. Jeder nutzt die Zeit zum Verschnaufen. Und nun geht's zum Briefing. Wir, Teile Bravo, wir befinden uns jetzt da, Bad Hill, also wir alle eigentlich befinden uns hier, Bad Hill. Unser Auftrag, Teil SOG Bravo, ist diesen Punkt Delta einnehmen. Weil einnehmen ist gut, wir haben noch eine halbe Stunde bis zum Spielstart, wir werden da so schnell wie möglich hingehen. Die anderen Teile beziehen Echo. Auf Delta ist, glaube ich, schon wer, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, aber ich glaube auf Delta könnte schon wer sein. Der Feind, eigene. Der Feind kommt vermutlich entlang der Straße Rocky Road über Bear Hill oder ich komme über Green Dale Road. Wahrscheinlich kommen sie über beide und das in Kompaniestärke. Gell? Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall Delta eingraben und werden vor Ort auch Leute außerhalb positionieren. Das heißt, wir warten nicht im Bunker, so wie das oft der Fall ist, sondern wir werden uns schon bereits auf der Green Dale Road positionieren und außerhalb vom Bunker den Feind abwehren. Ausrüstung, Großgepäck bleibt da, Daypack geht mit, Essen, Trinken, brauche ich nicht sagen, gell? Habe ich heute in der Früh schon gesagt. Wird das nachher wieder beschweren gibt. Der Wuschel geht als erster, dann geht der Schöne, dann gehe ich und der Rest gliedert sich gleich wie vorher hinter mir ein. Also ihr zwei bitte hinter mir. Dann marschieren wir mal zu D und dann werden wir genaue Positionen zuweisen. Okay? Seid ihr alle fertig oder braucht ihr noch mehr Zeit? Es ist nun also 11:30 Uhr, wenn wir uns auf den Weg machen zu Bad Hill. Das ist eine halbe Stunde vor Spielstart. Das ist von der Border War Crew so gewollt, damit wir die Rebellen gleich nach dem Start unterhalten.
Wir durften allerdings recht schnell herausfinden, dass auch unsere Gegenspieler sehr motiviert sind. In einem harten Gefecht, in dem wir den Gegner verzögert hatten, sind wir letztendlich vollständig ausgefallen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Gegenspieler, die Rebellen, die uns an dieser Stelle gleich gezeigt haben, dass sie voll motiviert sind und es uns nicht leicht machen werden das ganze Wochenende. Die Respawn-Zeit ist also um und es gibt neue Befehle in Richtung Signal Tower. Und wir werden jetzt Richtung Signal Tower gehen, und zwar zu der Batch Road und zu der Frog Road. Da werden wir Hinterhalte legen, weil da verstärkt Feindbewegung ist. Wenn wir da fertig sind, ist im Moment jetzt der Plan, dass wir dann vom Bed Hill Richtung Norden verlegen, zu der Storm Road und dann Richtung Osten. Das ist schon genau die Richtung, wo wir hinwollen. Gell? Und wir werden dann unsere neue Operational Base einrichten, entweder bei Golf, Bravo oder Charlie. Das bald finster ist, also ich habe mich da instruieren lassen. Man kann bei der feindlichen Base nicht einfach so vorbeigehen, sondern erstens finster ist. Gell? Das heißt, Kannst du da irgendwann einen Punkt dazu sagen? Medic Point 15 ist die generische Base. Und da hoffen wir, dass wir uns vorbeischwindeln können und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Wir werden dann da drüben bleiben und wir werden nichts schlafen, nichts essen, nichts trinken. Das geht dann so dahin bis Sonntag. Eine neue Operation das heißt sowas wie da. Und wir werden dann von da aus die FOB angreifen, die ist da. Wir werden die Base angreifen, die ist da. Wir werden die Hauptbewegungslinie angreifen, die ist da. Und eben, was sonst noch vom HQ kommt. Und das Witzige, das Gute ist, die anderen, die werden auf der Seite bleiben und dann können wir es von beiden Seiten beüben. Kommunikation passt jetzt mit dem Funk und auch können wir uns mit dem anderen SOG-Teil zusammenreden, damit wir das koordinieren können. Okay, aber jetzt in erster Linie, also das heißt, wir brauchen jetzt ein Stayback herrichten, kein Großgepäck, also alles einpacken, ist eh klar, gell? Da liegt nichts alles einmal da, kein Rucksack, Explosion da, alles zusammenpacken, aber ein Stayback nehmen wir mit und mit dem marschieren wir jetzt aus Richtung Signal Tower. Da aus gehen wir It's 1 kilometer to Black Rock. The direction is slightly to the right compared to the one that we took before to go to the bunker. This direction. Stimmt. Hast du eingestellt? Also, Bin gerade dabei. Black Rock. Soweit zum erneuten Briefing und wie man sehen kann, verlegen wir nicht mit dem Kleingepäck, sondern gleich mit dem Großgepäck in Richtung Black Rock. Im Rahmen unserer Airsoft-Zeit haben wir uns viele verschiedene Fähigkeiten beigebracht. Bei der Border War erhält jeder unserer Schützen eine Hauptaufgabe, um die er sich vollumfänglich zu kümmern hat. Bushels Aufgabe ist die Satellitenaufklärung. Hightech ist unser Gruppenkommandant. Schöne hat die Navigation inne. Thün kümmert sich um den Funk. Wuchti ist unser Medic. Unsere beiden Schweizer Kollegen unterstützen uns mit ihrer Feuerkraft als Schützen. Ich selbst habe die Aufgabe des Gruppenkommandanten Stellvertreters. Ich möchte allerdings auch unser gemeinsames Abenteuer mit dir teilen. Wir nähern uns also unserem nächsten Rucksackversteck, das nicht fernab der Kampflinie liegt. Wir befinden uns im feindlichen Gebiet. In dieser Vegetation mit unseren großen Rucksäcken sind wir ein leichtes Ziel für anrückende Gegenspieler. Es ist daher notwendig, möglichst unentdeckt an unser Rucksackversteck heranzukommen. Nach der Ankunft in unserem neuen Rucksackversteck geht es auch gleich weiter mit dem nächsten Briefing, in dem wir die Missionen für den Signal Tower erhalten. Dies ist vorerst die letzte Mission, die unsere beiden Gruppen von einem gemeinsamen Rucksackversteck aus starten. Okay, so we have to check these two roads. One is this one, the other one is other 100 meters. At the moment, apparently Signal Tower is our. They maybe have some enemy at Jefferson Farm because it was friendly, but since 30 minutes no answer from the people defending, so they might be coming
from this direction. So we have to defend these two roads. Okay. Am Signal Tower erwartet uns unser erster Triumph über gegnerische Einheiten, die wir überrollen dürfen. Vielen Dank für die ehrlichen Gegenspieler. Mit diesem Briefing endet auch der Akku meiner Kamera und ich konzentriere mich die restliche Zeit der Border War auf meine Aufgabe als Gruppenkommandant Stellvertreter. Ich hoffe, dieses Video hat dich unterhalten. Immerhin hast du es bis hierhin angesehen. Lass mir bitte ein Like da, abonniere unseren Kanal für Updates und ich freue mich, wenn du wieder mal einschaltest.